Frau von der Au, Sie können Geistwesen wahrnehmen und haben nun Ihr zweites Buch veröffentlicht mit dem Titel Engel, unsere Wegbegleiter bis ins Jenseits. In diesem Buch beschreiben Sie Ihre Beobachtungen. Was wollen Sie mit diesem Buch erreichen? Mit diesem Buch möchte ich erreichen, dass die Menschen wieder mehr Kontakt zu ihrem Schutzengel suchen, ihn auch in ihr Leben einbeziehen, ihn bitten zu helfen, denn das ist ganz wichtig, es ist ein geistiges Gesetz. Die Hilfe, die spezielle Hilfe muss erbittet werden. Und ein Schutzgeist, ein Schutzengel ist doch ein wertvoller Freund. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit mit ihm sprechen, seine Probleme darlegen oder um Hilfe bitten. Ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, was ich den Menschen mitgeben möchte. Hat jeder Mensch einen Schutzgeist? Ja, sicher, jeder Mensch hat einen Schutzgeist seit Christi Erlösungstat. Man hat bei den Erwachsenen macht man die Feststellung, sie haben mindestens zwei, einen für den Beruf, einen für die alltäglichen Dinge. Nach meinen Beobachtungen ja, und eben man weiß das auch aus der Literatur, dass das so ist. In welcher Form können Sie Geistwesen oder diese Schutzengel wahrnehmen? Wie sehen Sie diese? Ja, das ist ganz verschieden. Bei den Schutzengeln hat es ja vorgeschobene Helfer, die meisten eigentlich, und dann die Höhergestellten, die ich jetzt vielleicht als Engel bezeichnen würde. Die Höhergestellten sind auch sehr vornehm gekleidet, sehe ich aber eher selten. Und die direkten Helfer, die in Alltäglichkeiten oder bei der Pflege oder im Auto oder überall Helfer sind, die sind dann noch sehr irdisch gekleidet, eigentlich ähnlich wie frisch Verstorbene, in der Regel etwas gepflegter. Aber die sind vorgeschoben, weil sie die irdischen Verhältnisse kennen und die irdischen Schwingungen ertragen und die sind nicht duftige Engel, wie der Mensch sich das vorstellt, sondern ebenso gekleidet, wie das praktisch ist für eine Arbeit in der irdischen Welt. Wenn Sie von Engeln sprechen, wie würden Sie einen Engel definieren, im Gegensatz vielleicht zu anderen Geistwesen? Also eben, man müsste sagen, ein Helfer. Aber zum Beispiel die schönsten Sachen beim Kind sagt man ja ein Schutzengel. Und da habe ich auch eigentlich die schönsten Gestalten gesehen, ein duftiges Kleid. Und ich könnte das so beschreiben, wie wenn ein sehr begabter Maler auf eine durchsichtige Folie dieses Bild zeichnen würde, so dieser Schutzengel so, und dann würde Licht da hineinleuchten, Sonnenlicht so. Das sind dann hin und wieder ganz schöne, leuchtende Wesen, wie das in der Vorstellung des Menschen ist. Aber wenn ich irgendwo einen Helfer sehe, dann hat er ein ganz schlichtes Gewand an, natürlich eher jenseitig dann die Helfer in der Kinderebene, so ein so Umhang und etwas noch schwierig zu beschreiben, aber eher eben irdisch so. Und die höheren Wesen, die kennt man an den festlichen Kleidern. Aber da ist schon auch der Punkt, es gibt auch mal nicht so gute Wesen, die auch sprechen wollen und sich mitteilen wollen und die können sich auch verkleiden kurzzeitig, die können auch den Menschen beraten wollen. Aber man muss dann eben auch vorsichtig sein und spüren, ist jetzt das ein himmlisches Wesen oder möchte irgendjemand aus einer niederen Ebene da mitsprechen und uns beraten. Das ist sehr große Vorsicht geboten. Und wenn ein Mensch in so eine schwierige Situation kommt, dann soll er beten. Dann soll er das Vaterunser beten oder vor sich hinsingen oder Christuslicht einatmen. Und dann merkt er dann, ein gutes Wesen, das bleibt, und ein Wesen, das uns nur in die Irre führen will, täuschen will, das geht weg, das kann diese schöne Gebetsschwingung nicht vertragen. Sie sagen, dass nebst den Schutzengeln und den anderen Geistwesen, die uns begleiten, dass es auch Geistwesen gibt, die uns nicht gut gesinnt sind. Ja, sicher. Also es gibt welche, die wollen uns wirklich herunterziehen oder auch schädigen oder so. Und es gibt solche, die bringen einfach falsche Informationen. Also ein Beispiel, ich habe mal über einen Menschen nachgedacht, dem es gar nicht gut ging gesundheitlich. Dann kam so ein Wesen vorbei, so durchschnittlich gekleidet und hat gesagt, ja, ja, der stirbt in den nächsten Tagen. Und im Moment bin ich dann erschrocken und dachte, ja, es wird sich dann zeigen, aber der Mensch lebt heute noch und der wollte sich wichtig machen.
mit einer so falschen Information, die zum Glück gut überprüfbar war. Aber ja, man muss einfach wissen, es hat überall auch Störwesen, die ich würde sagen, bei den Kindern sicher nicht, aber bei den Erwachsenen. Der freie Wille ist unser höchstes Gut, auch zu hören auf den Schutzengel, uns beraten zu lassen, aber die anderen kommen auch und wollen da einfach sich wichtig machen oder sie wollen stören oder sie wollen schädigen. Es gibt da alle Varianten, also das muss man einfach sagen. Damit muss man auch leben und man muss da auch sehr skeptisch sein. Welche Aufgaben haben die Schutzengel und woher haben sie ihren Auftrag? Den Auftrag haben sie sicher, was ich schon gelernt habe. Im LAPZ-Verlag habe ich viele Bücher gelesen und wie ich es dann auch erfahren habe im Leben. Die haben den Auftrag von höherer Instanz, müssen manchmal auch rückfragen. Das merkt man dann ganz genau, dass er im Moment keine Antwort geben kann oder wie so zögerlich ist. Und nachher kommt die Antwort oder so ein Hinweis. Aber er muss rückfragen. Das ist die Hierarchie auch unter diesen Schutzengeln. Und es kann nicht einer von sich aus da irgendwelche Wege ebnen oder auch irgendetwas sagen. Das ist auch ein Merkmal eines guten Schutzengels. Der kann keine Versprechungen machen, macht keine Lobhudeleien, sondern ist ganz sachlich und kurz. Und manchmal merkt man, er muss sich zuerst rückorientieren, was er darf und was er nicht darf. Können Sie noch von einigen Beispielen erzählen, wo Sie solche Engel wahrgenommen haben? Ich würde jetzt anfangen bei den Helfern, oder? Ja. Das wären dann noch ziemlich erdgebundene Wesen, die helfen. Da kommt mir in den Sinn, eine Krankenschwester hat mir einmal gesagt, weißt du, ich spüre ganz genau, wenn ich arbeite im Pflegeheim, dann habe ich viel mehr Kraft, ich kann mit den Kranken umgehen und diese im Bett bewegen oder zum Waschen oder was weiß ich. Und wenn ich zu Hause bin, dann fühle ich mich ganz schwächelig und habe niemals diese Körperkraft. Und erst viel später hatte ich dann Gelegenheit, in diese Situation hineinzuschauen und sah dann, wie eine wahrscheinlich länger verstorbene Ordensfrau mit sehr kräftigem Körperbau und noch diese Ordenstracht, die ich aber leider als Laie nicht einordnen kann, ist sie da gewesen und ist so schräg hinter ihr immer mitgegangen, hat geholfen, den Patienten zu heben, das zu machen, im Bett etwas zu machen. Und die hat ihr immer die Kraft verliehen, eben das alles zu bewerkstelligen. Oder dann haben wir mal in einer Übungsgruppe ein interessantes Erlebnis gehabt. Da hat eine andere Frau gesehen, dass der verstorbene Großvater einen behinderten Menschen begleiten musste. Und wir haben dann herausgefunden, dass dieser Großvater zu Lebzeiten sich gar nicht groß um die Familie gekümmert hat. Und im Jenseits wurde er abdelegiert, um diesen behinderten Menschen zu begleiten, zum Zug, in den richtigen Zug, wieder aussteigen, begleiten bis zu dieser Behindertenwerkstätte, wieder zurück und so. Und dann habe ich das eben ein-, zweimal beobachtet, so gut ich eben konnte, und dann machte er so und lachte so zu mir. Also es ist eine schweißtreibende Arbeit, die er dann verrichten muss. Und da muss man klar sehen, ein hoher Engel ist ja so fein, so edel und so feine Energie, der kann ja gar nicht einen schweren Menschen schieben oder helfen zu heben. Da brauchen sie noch erdnahe Wesen, die gröbere Energien haben, die auch die irdischen Gegebenheiten kennen. Und eben die werden vorgeschoben und das ist zum Beispiel eine Art, wie soll ich sagen, Abtragen. Das sind so jenseitige Bußübungen, dann musst du hingehen und einige Jahre diesem Menschen helfen, das und das zu tun, das von Fegefeuer oder so, das sind ja alles so komische Dinge. Nein, sie werden praktisch eingesetzt und das habe ich schon sehr, sehr viel gesehen, dass sie dann helfen müssen. Oder bei einem anderen Fall hatten wir im Büro einen Kollegen, der war sehr krank und dann war er einfach nicht mehr so bei Kräften. Und dann dachte ich immer, was, jetzt sollte ich mit dem im Auto wieder mitgehen. Ich würde lieber selber fahren, aber da er ein passionierter Autofahrer war, wollte er einfach selber fahren. Und dann habe ich immer gebetet nebendran und dann habe ich beobachtet, wie ein Helfer bei ihm ist und der war
wie ein jung verstorbener Automechaniker mit einem blauen Overall. Und er ist sozusagen in diesen hineingesessen, also der Herr ist eingestiegen, der andere ist ebenfalls eingestiegen und hat ihm voll überall im Auto alles mit allem geholfen, hat sogar mal eine Bemerkung gemacht, dass er Freude hat, dass er jetzt das bessere Auto mitgenommen hat. Und dann habe ich das lange, über Jahre immer wieder beobachtet. Und dann konnte ich auch im Büro sehen, wenn der nicht da war, ging er wahrscheinlich an diesem Tag nicht noch groß weg. Und wenn er so im Türrahmen gelehnt hat, wusste ich, ja, heute geht der Herr noch fort. Und dann habe ich mal so ganz nachdenklich habe ich den angeschaut und dachte, also was, so ein Job im Jenseits, da bereitstehen und diesen begleiten und helfen im Auto, als Beschützer da wirken. Und dann sagte mein Schutzgeist zu ihm, was musst du lernen? Hat er ihn angeschaut und hat gesagt, Verlässlichkeit. Also dieser jung verstorbene Mechaniker musste diesen Begleiter, diesen Beschützerjob machen und dabei Verlässlichkeit lernen. Und den sehe ich heute noch, der ist immer wieder auf der Bildfläche. Und lustigerweise hatte dieser Herr auch 2 komische Parkierunfälle. Er ist irgendwo hingefahren, dann ist wahrscheinlich der andere schon ausgestiegen und der ging noch mal ganz schnell ins Auto und wollte das noch etwas besser machen und der andere war nicht dabei und er hat zweimal so einen ganz blöden Parkschaden gemacht. Also so schnell sollte man nicht wirken, sondern man sollte alles gelassen machen. Wie die Österreicher schreiben an der Autobahn, gib deinem Schutzengel eine Chance. Habe ich immer Freude, wenn ich das sehe, so ein Motorradfahrer, oder? Wenn man das alles so hastig macht, dann hat der Schutzengel nicht die Chance, noch einzugreifen. So, wenn man ihm Zeit lässt und auch nicht so überstürzte Aktionen und Dinge macht, dann kann der Schutzgeist inspirieren, er kann helfen, er ist dann wirklich da. Das ist etwas ganz Wichtiges eigentlich. Sie haben vorhin Geistwesen beschrieben, die in der Regel um uns sind. Haben Sie auch schon Schutzgeister gesehen? Ja, also diese höheren Wesen habe ich auch schon vor vielen Jahren manche gesehen, aber nur in speziellen Situationen, zum Beispiel in einer großen Meditation, wo sehr viel Ruhe war, aber auch schon zum Beispiel zu Hause bei einer stillen Arbeit, beim Bügeln, so vor mich hinsinniert und plötzlich sehe ich, da steht ein Wesen und es war ein Wesen der Güte, einfach, es hat das alles ausgestaltet, es war ein Wesen der Güte und das war da und hat irgend in knappen Worten etwas gesagt. Oder es hat auch schon Situationen gegeben, da war ich etwas erschöpft und auch etwas am Hadern und dann hat neben dem Wesen, das ich immer wieder sehe, ein anderes Wesen sich gemeldet und ich wusste rein vom Blick und von allem her, das ist wirklich eine höhere Ebene, aber da konnte ich sage es ganz klar, nicht das Kleid erkennen, sondern nur die Augen. Und es hat ganz gestrenge geblickt und nur 2, 3 Worte gesagt, aber solche Worte wird man nie mehr vergessen. So prägnant, so klar und nicht Ruhmesworte, sondern strenge. Aber nur das hilft uns ja weiter, oder? Im Leben. Und dann eben immer wieder so in ganz schönen Meditationen, wo alle Menschen, man spürt, also die meisten Menschen sind da, sie sind wirklich, haben gehobene Gedanken. Und da sieht man schon solche Wesen auch herumgehen und zum Beispiel auch Energie zu verteilen, also so schöne Schwingungen. Letzthin habe ich ein Wesen gesehen, das hatte so wie Lichtkissen, hat das verteilt. Oder in einer anderen Meditation vor vielen, vielen Jahren sah ich ein Wesen herumgehen durch die Reihen. Das hat jedem wie so eine geistige Frucht so in den Schoß gelegt. Und dann wissen wir dann, einfach, man weiß das einfach, dass das wie eine edle Energie ist, die dann langsam in unsere Energiekörper sich verteilt und uns stärkt. Also eben um schöne, edle Wesen zu sehen, muss auch die Umgebung gehoben und ruhig sein. Und das haben wir auch schon in Übungsabenden so versucht zu erreichen, aber es kommt eigentlich nur, wenn es kommt, nicht wenn wir da sitzen und das erwarten. Und das ist dann sehr erhebend, also man spürt dann wirklich,
das Wesen, das da ist und das sich zeigt. Wir sagen nie, ich habe es gesehen, sondern es hat sich gezeigt, weil ein Wesen muss sich wie so, ich würde sagen, so wie wir uns aufblustern würden, es muss sich zeigen. Dann kann man das sehen. Warum können nicht alle Menschen so Geistwesen sehen? Was braucht es dazu, so ein Geistwesen wahrzunehmen? Es gibt Verschiedenes. Es gibt zum Beispiel sogar Menschen, die durch einen Unfall, durch eine Kopfverletzung sichtig werden. Und es gibt solche, die haben es in die Wiege mitbekommen. Und es gibt solche, die haben es versucht zu lernen. Oder eben, wenn man sich ganz stark verinnerlicht, dann kann man das sehen. Und dann möchte ich noch anfügen, hat mir kürzlich eine Frau gesagt, ich habe etwas gesehen und dann so in einem wie einen Dämmerzustand und dann schaltet es ganz auf, oh, was sehe ich jetzt? Und dann ist man eigentlich schon wieder in einer irdischen Schwingung. Man muss ganz ruhig bleiben und einfach in dieser edlen Schwingung bleiben, vielleicht noch etwas so vor sich hin beten, um die eigene Schwingung so hoch zu halten, dass es Sehen möglich ist. Frau von Drau, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte.